Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der neue Dungeon ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen und ein paar Leute, ja, sind hier schon sehr weit gekommen. Ich könnte euch jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, wer jetzt der Allerweiteste ist in diesem Dungeon. Allerdings gibt es auch wieder diesmal natürlich ein paar Anwärter da draußen, die natürlich sehr hohe Chancen haben, durch den Sandsturm hier durchzukommen. Und in der Vergangenheit war es ja so gewesen, dass meistens immer schon die Magier gute Karten haben bei neuen Dungeons. Wir wissen ja, Nachteule als Magier hat als erster die Monstergrotte besiegt. Und ja, dann haben wir ja auch in der Vergangenheit des Öfteren zum Beispiel den Matze, den Seif zu Gast gehabt, der jetzt übrigens auch gestern, glaube ich, jetzt wo ich das Video jetzt gerade aufnehme, die Monstergrotte besiegt hat. Und ja, auch einer natürlich der besten bzw. höchsten, ja, oder ja, von den Total Stats her Spielern der Welt ist, wenn wir das Ganze einmal hier ordnen. Und genau, warum erwähne ich das? Und zwar haben wir heute ich muss hier jetzt erstmal gerade mal, ich kann gerade nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Und zwar haben wir heute einen Stream geplant, also ich werde heute live gehen auf Twitch und wir werden zusammen mit dem Seif und dem Luca, die beide bei den Endgegnern spielen. Ich kann die euch auch sehr gerne gleich nochmal zeigen. Ja, werden wir schauen, live im Stream, wie weit die beiden durch den neuen Dungeon kommen werden, und zwar den Sandsturm. Ja, dadurch, dass halt eben auch unter anderem hier der Seif ja, mit einer der stärksten, beziehungsweise der stärkste Spieler momentan von den Total Stats her ist, hat natürlich die Tränke drin, das Strider hat natürlich keine drin, ansonsten wäre er der Erste. Ja, werden wir gucken, wie weit er kommt. Wenn einer Chancen hat, dann wahrscheinlich Seif oder halt eben Nachteule, ne? Einer von den beiden. Und genau, ich werde heute ab 18:30 Uhr circa live gehen auf Twitch. Und circa 20 Uhr, da stoßen die beiden dann in den Call dazu. Und dann machen wir per Discord-Übertragung einfach deren Gameplay an und dann werden wir schauen, wie weit sie dann kommen werden. Ich bin selbst sehr, sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob Nachteule überhaupt schon die Dungeons gemacht hatte. Ja, hier unten haben wir auch als Beispiel Luca Freak. Ja, kann ich euch sehr gerne mal zeigen. Die spielen ja beide auf dem Fusionsserver 8 bei den Endgegnern und sind ja sehr, 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 sehr starke Chars, die sie hier beide vorweisen können. Hier haben wir einmal den Luca Freak als Magier. Ja, hat hier auch sehr starke Stat-Punkte, ne? 542k zu 442. Und dann haben wir hier einmal den Seif, der auch noch nachher mit dabei sein wird. 629 zu 400k. Und das sind schon echte Brecher-Accounts, muss man mal so sagen. Und das wird bestimmt definitiv sehr interessant werden, wie weit diese kommen werden. Soweit ich gehört hatte, hat Seif, glaube ich, schon ein paar Etagen gemacht. Und jetzt werden wir am Freitag, heute Abend, dann nochmal den Rest dann ja, versuchen zu komplettieren, je nachdem. Mal schauen, wie weit sie kommen werden. Den Link zu meinem Twitch findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren angepinnt. Und wie gesagt, ab 18:30 Uhr bin ich live und ab 20 Uhr bis 21 Uhr circa gehen wir dann zu dritt in den Call. Und ja, werden uns das Spektakel live im Stream mit den beiden hier anschauen. Ist relativ spontan entstanden, das Ganze. Ja, und deswegen ja, bin ich da extrem gespannt drauf, weil ich selbst komme ja jetzt nun auch überhaupt nicht mehr weiter. Ein, zwei von euch haben ja auch in die Kommentare geschrieben, wie weit ihr gekommen seid. Es sind wirklich ja, ein paar schon relativ weit gekommen, aber es sind halt auch viele, die geschrieben haben, ey, ich habe nicht mal den ersten Gegner besiegt oder ich bin noch nicht mal Stufe 500 oder so. Ne, das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Irgendwann, früher oder später, ist jeder soweit. Ne? Hier und da habe ich gehört, dass welche in die 80er-Bereiche gekommen sind und es halt wirklich nicht deutlich leichter wurde. Ja, was ja natürlich auch logisch ist irgendwo. Ja, und deswegen, ja, wenn ich schon bis Stufe 72 komme mit meinem Account, den ich hier jetzt mittlerweile hochgespielt habe, dann werden wahrscheinlich ja, Spieler, die schon wirklich deutlich länger am Start sind als ich,
wahrscheinlich noch bessere Karten haben. Falls ihr wisst, wer momentan gerade am höchsten ist, schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich hatte nur bisher gehört, irgendwas, ich glaube auf 80 oder 82 ist so jemand. Der Manchurian, der hatte mir in die Kommentare geschrieben, dass er irgendwo in dem Bereich ist. Ja, der ist hier gerade auf Platz 17 weltweit. Grüße gehen raus, ja, also auch ein sehr, 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 sehr starker Account. Dein Nachbar weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie weit er gekommen ist, falls er schon gespielt hat. Und ja, aber wir haben hier heute Abend im Stream auf jeden Fall ja, definitiv die Top-Anwärter für das Besiegen oder Bezwingen dieses Dungeons. Ja, fehlt nur noch, dass die Nachteule dabei gewesen wäre. Ja, das wäre natürlich auch ganz geil, weil Nachteule hat natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Int, ist nochmal ein bisschen mehr Glass Cannon mäßig unterwegs als der Scythe, obwohl der Scythe auch schon sehr sehr stark Intelligenz gewichtet, ne, aber hat hier auch 400k Ausdauer. Ja, sind fast identisch vom Main-Attribut, aber Scythe hat nochmal ein bisschen mehr Ausdauer, was sich natürlich hier in den Stats natürlich hier auch nochmal, ne, das ist das, was halt eben da noch fehlt, den Unterschied macht. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf heute Abend. Ansonsten, ja, werde ich heute im Stream auch noch ein, zwei Codes verlosen, die habe ich noch für euch parat. Deswegen, falls ihr auch noch zusätzlich ein paar Pilze gewinnen wollt, beziehungsweise Paysafe ja, Codes, ne, dann könnt ihr sehr gerne auch schon mal ein Follow da lassen auf Twitch und dann, ja, habt ihr dann natürlich auch die Gelegenheit, noch ein paar Pilze zu gewinnen, weil wir ja auch momentan gerade wieder hier diese Pilzaktion haben hier, ne? Ist wieder 20% zum Anlass vom Tag der Deutschen Einheit hier. Ne? Deswegen haben wir hier nochmal so eine kleine Prozentaktion. Wir hatten zwar letztes Mal jetzt schon eine gehabt, aber jetzt nochmal wieder. Und ja, kann man natürlich auch nutzen, wenn man das möchte. Und ja, deswegen bleibt mir da nichts anderes auf jeden Fall, als gespannt zu sein, wie weit die kommen werden. Wir werden für die Leute, die heute Abend nicht mit live dabei sein sollten, werde ich auch natürlich da auch wieder ein kleines YouTube-Video draus schneiden. Deswegen, da macht euch keine Sorgen. Da werden wir das dann hier auf YouTube dann auch nochmal festhalten und dann halt eben mal gucken, wie weit die Kollegen dann kommen werden. Ne? Wenn ich da so meinen Tipp abgeben darf, ich glaube so, dass sie vielleicht in die 90er-Bereiche kommen werden. Ich weiß nicht, ob sie es packen komplett durch, aber ich denke mal, so die 90er wird so drinne sein. Ja, viel mehr weiß ich nicht, ob das was wird, aber ist ja auch in Ordnung, sage ich mal. Ansonsten wäre es ja langweilig, wenn hier so ein Late-Game-Feature schon rauskommt und dann sind die ersten Spieler da schon wieder komplett einmal durchgerusht. Das wäre natürlich sehr schade, wenn das passieren sollte. Kann man natürlich nichts machen, ne? Aber ja, das wäre natürlich nicht so cool. Beziehungsweise, ja, ich meine, was heißt, wäre nicht so cool? Es ist schon natürlich eine Machtdemonstration so, ne? Allerdings, ja, haben die Leute, die auf dem Top-Niveau spielen, wirklich die allerhöchsten Spieler haben wirklich gar nichts mehr zu tun, alle Dungeons schon besiegt, ne? Und deswegen ist das halt mal so eine erfrischende Sache hier, wie die Limo, die ja uns verkaufen will, dass hier ein neuer Wirbelwind im Late Game rauskommt. Wenn der natürlich schon gleich wieder First Try so durchgerusht wird, dann wäre es natürlich schon irgendwo ein bisschen schade, weil man dann schon wieder alles, sein komplettes Pulver verschossen hat, ne? Ja, Freunde, das auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ihr seid heute Abend live dabei am Start und ich freue mich da auf jeden Fall auch sehr drauf. Ansonsten, ja, werde ich nochmal ganz kurz hier überall mein ganzes Zeug abholen und dann bleibt mir auch nichts weiter hier großartig zu sagen, als ich freue mich auf euch. Ja, 18:30 Uhr geht's los, da werden wir ein bisschen Alu klicken und ab 20 Uhr geht dann das Dungeon-Geballere los im Sandsturm. Ne? Ich muss meine anderen Accounts übrigens auch noch klicken. Ich habe hier auf meinem Battlemage zum Beispiel auch noch gar nichts gemacht, was das Ding hier angeht. Und ich bin auch sehr gespannt, wie weit ich mit meinem Krieger hier kommen werde, weil hier sind wir ja noch nicht so stark über Stufe 500, wo man ja den Dungeon hier freischalten kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie weit wir auch hier kommen werden. Also
ja, das werden wir heute wahrscheinlich auch gleich im Stream machen hier, denke ich mal. Ne? Okay, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, wie gesagt, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung, dann kommt ihr auch zu Twitch hin und verpasst da auch nichts. Und lasst da sehr gerne ein Follow da, falls ihr auch ein paar Pilze gewinnen wollt. Ne, bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.